Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich dir einen Blind Sniff mitgebracht und zwar von der Marke Maison Sybarites. Wenn du wissen möchtest, wie die Düfte von der Marke Maison Sybarites riechen und was sie so einzigartig und besonders macht, dann bleib gerne dran. Bis gleich, ciao. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Alex und bei UniQ dreht sich alles um exklusive Nischendüfte. Das heißt Düfte, die nicht jeder kennt, die nur wenige tragen, die es auch nicht überall gibt und die einfach was ganz Besonderes sind. Nach einer längeren Winterpause geht es nun wieder weiter, wie gewohnt mit den Videos. Mir macht es super viel Spaß, Videos für euch zu drehen und meine Leidenschaft für Nischendüfte mit euch zu teilen. Und heute machen wir mal wieder ein besonderes Format. Das hatte ich schon mal gemacht und ich fand es genial, ich fand es super, ich fand es sehr spannend. Wir machen einen Blind Sniff. Das heißt, ich werde Düfte von einer Marke testen, die wir neu aufnehmen und dessen Düfte ich noch nie gerochen habe. Das heißt, ich teile mit euch wirklich meinen allerersten Eindruck von diesen Düften, wie ich sie empfinde, wie sie genau riechen, für welchen Anlass ich diese Düfte tragen oder auch empfehlen würde. Und die Marke, die ich euch heute mitgebracht habe, ist Maison Sybarites. So, wie bin ich denn auf Maison Sybarites überhaupt aufmerksam geworden? Eigentlich per Zufall, wenn man so möchte. Ich lese mir regelmäßig Parfum-Magazine durch und habe dann von einer Marke gehört, beziehungsweise einem speziellen Produkt dieser Marke, dem Duft Amber Gaze, der den Refinery 29 Fragrance Award gewonnen hat letztes Jahr. Und so bin ich überhaupt auf die Marke aufmerksam geworden und habe mich dann gefragt, okay, was ist das denn für ein Duft, der diesen Award gewinnt? Und Spoiler vorab, den Duft gibt es leider noch nicht in Deutschland, aber ich habe dafür euch all die anderen Düfte dieser Marke mitgebracht. Und ja, was macht denn die Marke so besonders? Bevor wir einsteigen in den Blind Sniff, noch ein paar Worte zur Marke. Und zwar, Maison Sybarites ist eine Marke, die vor allem sich darauf spezialisiert hat, Düfte ohne Ethylalkohol herzustellen, Düfte herzustellen, die wasserbasiert sind. Genau, ihr habt richtig gehört. Wasserbasierte Düfte, die auch noch eine super Haltbarkeit versprechen. Da bin ich jetzt natürlich, da habe ich meine Lauscher aufgesperrt und dachte mir, okay, das dürfte gar nicht so einfach sein, das zu bewerkstelligen. Das werden wir auch gleich zusammen mal testen, ob die Marke das auch geschafft hat. So, aber nochmal zurück zu Maison Sybarites. Maison Sybarites ist ein französisches Dufthaus, das wasserbasierte Düfte herstellt, die tierversuchsfrei sind, die vegan sind, die komplett auf Parabene verzichten und die eine neuartige Technologie verwenden, um einen sehr, sehr feinen Sprühnebel zu erzeugen, der vor allem dazu beitragen soll, einerseits den Duft besser zu verteilen, andererseits aber auch die Haltbarkeit deutlich erhöhen soll, wie aber auch die Wahrnehmung des Duftes. So, genug von mir zu der Marke. Steigen wir doch gleich mal ein in die Düfte selbst. Ich zeige euch erstmal, wie der Flakon aussieht. Und zwar, wir haben hier einen matten Bordeaux, heute bekomme ich es nicht gebacken, ne? Also, einen matten, dunkelroten Flakon, Glasflakon mit einer goldenen Sprühkappe und ja, einem goldenen Sprayer. Sieht für mich sehr wertig aus, sehr schön, schlicht, elegant. Und ja, das Einzige, was ich hier vielleicht ein bisschen zu bemängeln hätte, ist der Aufschrieb des Duftnamens. Den hätte ich vielleicht genauso schön gemacht wie bei der Marke hier oben und nicht mit einem Aufkleber gelöst. Aber ich kann natürlich absolut verstehen, wieso man das möglicherweise so gelöst hat, um einfach ein bisschen Geld zu sparen. Denn schöne Flakons sind immer sehr teuer in der Herstellung. Nun gut, ich habe euch heute 4 Düfte von der Marke mitgebracht. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt einfach mal mit einem beliebigen an. Wie gesagt, ich habe die selbst nicht gerochen. Das wird für mich jetzt der allererste Eindruck sein. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los, oder? Duft Nummer 1 ist Bed of Roses. Bed of Roses, also ein Duft, der naja, zumindest mal vermuten lässt, dass die Rosennote hier im Vordergrund stehen könnte. So, gucken wir mal.
Ah, Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Also ich bin mir nicht sicher, ob ihr das gesehen habt, aber ich versuche es nochmal. Schaut euch mal diesen Sprühnebel an. Ich hoffe, man kann das sehen. Das ist der Wahnsinn, wie fein der ist. Sowas habe ich noch nie gesehen. Lassen wir es mal so stehen. Ja, es hat mich auf jeden Fall jetzt extrem überrascht. Extrem schöner Sprühnebel, sehr, sehr fein. Verteilt sich auch sehr schön im Raum. Jetzt gucken wir mal, aber wie der Duft riecht. Also, Bed of Roses wird seinem Namen auf jeden Fall gerecht. Wir haben hier einen, wie ich finde, einen zitrischen Rosenduft. Vor allem die zitrische Note kommt zu Beginn stark in den Vordergrund, aber man riecht auch dieses schöne Rosenbouquet. Es ist nicht allzu süß. Es hat auch eine dezente, leichte Cremigkeit. Wirklich wie so ein Bett voller Rosen. Sehr, sehr schöner Duft. Kann ich mir sehr gut vorstellen an Frauen. Ich würde den Duft wahrscheinlich keiner Frau Anfang 20 empfehlen, eher so gegen Ende 20 und etwas älter. Kann mir den Duft auch gut als All-Day-Duft vorstellen. Ich glaube, der ist einfach so massentauglich von seiner Duft-DNA und gefällt einfach sehr, sehr vielen, wenn man ihn riecht. Sehr schöner Rosenduft. Übrigens, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Duft vielleicht für den einen oder anderen Mann, der florale Düfte mag, sehr spannend wäre zum Probieren. Also, falls du florale Düfte magst, schau dir mal Bed of Roses an. Und weiter geht's. Jetzt kommen wir mal zu Nummer 2. Nummer 2 ist Spicy Calabria. Ich komme mal ein bisschen näher, vielleicht könnt ihr dann den Flakon ein bisschen besser sehen. Ah, nee, da wird es zu dunkel. So, also das ist Spicy Calabria von Maison Sybarit. Ja, das wird wahrscheinlich, also ich könnte jetzt vermuten, dass das ein würziger, fruchtiger Mandarinen-, Grapefruit-, Orangenduft sein könnte. Aber wir schauen mal. Oh, nochmal hier der Sprühnebel, guckt euch das mal bitte an. Wunderschön. So, Spicy Calabria von Maison Sybarit. Auf jeden Fall ein würziger Duft. Ich rieche auch fruchtige Nuancen, die aber nicht allzu süß sind, sondern vor allem mehr so ins Bittere hineingehen, wie vielleicht so eine Orangenschale, Grapefruitschale. Eine leichte, dezente Süße, auch wieder eine Cremigkeit wie bei Bed of Roses. Warm, würzig, leicht fruchtig, nicht zu süß, leicht cremig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Unisex-Duft ist. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man den Duft vor allem auch zu einer kalten Jahreszeit tragen kann oder vielleicht auch im Sommer abends. Ich glaube, für sehr, sehr heiße Temperaturen wäre der Duft einfach noch zu schwer. Also er ist von seiner Intensität, zumindest mal so vom ersten Eindruck, recht schwer. Und deswegen würde ich den auf jeden Fall für eine kalte Jahreszeit oder auch abends empfehlen. Unisex, da habe ich jetzt auch keine Tendenz. Ich finde, sowohl Frauen als auch Männer können Spicy Calabria von Maison Sybarit tragen. So, 2 haben wir noch. Und dann machen wir doch gleich mal weiter mit Opulent Wood. Ja, also opulente Hölzer vermutlich. Und dann gucken wir mal, wie dieser hier wie dieser hier riecht. Ich schnupper. Opulent Wood von Maison Sybarit. Mein erster Eindruck jetzt. Sehr, sehr schöner Duft. Wirklich sehr, sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an Hölzer gemischt mit gebrannten Nüssen, Mandeln, Erdnüssen, Walnüssen. Nicht zu süß, aber eine gewisse bittere, nussige Note. Eine deutlich stärkere Cremigkeit als
bei Bed of Roses oder Spicy Calabria. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Unisex-Duft ist, sowohl für Mann als auch Frau. Ich würde wieder die Tendenz abgeben und sagen, eher so die kalte Jahreszeit, vielleicht auch. Und wenn man den nicht gerne in der kalten Jahreszeit tragen möchte, dann eher so abends. Ist für mich jetzt kein All-Day-Duft, ist viel zu schwer, viel zu intensiv für einen All-Day-Duft. Aber eine sehr, sehr schöne Komposition aus Hölzern, nussigen, cremigen Aromen, nicht zu süß, intensiv, hat auch so, schafft ein Gefühl einer schönen warmen Aura. Opulent Wood von Maison Sybarites. Und jetzt haben wir noch einen. Und hier habe ich absolut gar keine Ahnung, was sich hinter dem Namen verbergen kann. Das ist 720 von Maison Sybarites. Wahrscheinlich spricht man das ein bisschen anders aus, aber die Zahl steht hier drauf. So, gucken wir mal, was das hier ist. Also dieser Sprühnebel, mein lieber Scholli, das haben die richtig gut hinbekommen. Wirklich. Das ist für mich so ein rauchiger, würziger Duft. Ich kann hier Gewürze rausriechen, möglicherweise Zimt, Kardamom, Safran. Ein Ticken Muskat vielleicht noch, eine leichte Ledernote und etwas Erdiges, das könnte vom Patchouli kommen. Ist für mich so ein würzig, rauchiger, leicht holziger Duft. Erdige Noten sind auch mit dabei. Ich würde sagen, also hier hätte ich die Tendenz maskulin. Ich kann mir den Duft nicht so gut einer Frau vorstellen. Und wieder diese leichte Cremigkeit. Und ich glaube, ich hab's. Also ich hatte auch, als ich zum ersten Mal was von der Marke gehört habe, hatte ich auch gelesen, dass die auch einen gewissen Anteil an Olivenöl verwenden, um entsprechend die Symbiose hinzubekommen zwischen den Duftmolekülen und um auch den Duft besser wirken zu lassen. Und es ist schon auffällig, dass alle Düfte so eine leichte bis mittlere Cremigkeit haben. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, an was erinnert mich das? Und ich glaube, das ist das Olivenöl. Ja, sehr schöner Duft, haut mich aber nicht um, muss ich ehrlich sagen. Also von all den 4 Düften, Opulent Wood, Bed of Roses, Spicy Calabria und der 720, muss ich sagen, der 720, das ist so einer, der beeindruckt mich am allerwenigsten. Aber Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, Opulent Wood, den fand ich sehr, sehr schön. Fand ich auch schön von der Komposition. Dieses Spiel aus nussigen, cremigen, aber auch würzigen Aromen hat mir sehr gut gefallen. Hat auch eine schöne Tiefe, eine schöne Intensität und fällt auf jeden Fall auf. Und was ich auch schön fand, war noch der Bed of Roses. Ich habe ja mittlerweile schon echt an ein paar Rosendüften geschnuppert und da ist es immer so, ja, man riecht die Rose raus und dann denkt man sich, irgendetwas in der Art könnte ich doch schon kennen oder habe ich schon mal gerochen. Aber hier muss ich sagen, das ist ein sehr schöner, subtiler Rosenduft und was ihn schon auch einzigartig macht, ist diese Kombination aus dieser zu Beginn etwas zitrischen Rose, dann haben wir nach kürzester Zeit nur noch die Rose, aber eher so ein Rosenbouquet, also eine schöne Vielfalt, ohne viel zu blumig oder viel zu süß zu sein, begleitet von einer cremigen Note. Das kann ich mir sehr gut vorstellen an einer Frau. Ist ein eleganter Duft, ist ein All-Day-Duft, kann man wirklich uneingeschränkt eigentlich jeder Dame empfehlen, die etwas älter als 20 ist. Und ja, das war auch schon der Blind Sniff zu Maison Sybarites. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, weil das mir einfach zeigt, dass der Content, den ich für euch mache, dass der euch auch gefällt und bei euch gut ankommt.
Ich würde euch auch gerne dazu animieren, die Düfte mal bei uns zu probieren. Ich finde das super spannend, dass eine Marke sich traut, wasserbasierte Düfte herzustellen, komplett auf Ethylalkohol zu verzichten. Und vor allem auch, soweit hatte ich gar nicht gedacht zu Beginn, aber wenn du jetzt sagst, Düfte, da habe ich immer das Problem, dass ich vielleicht ein bisschen allergisch reagiere oder dass meine Haut das nicht so gut verträgt. Ich glaube, die Düfte von Maison Sybarit sind hier echt einen Test wert, denn die sind komplett ohne irgendwelche künstlichen Stoffe hergestellt, verzichten komplett auf Ethylalkohol. Also ich würde auch vermuten, natürlich ohne Gewähr, dass die Düfte deutlich hautfreundlicher sind, beziehungsweise für Menschen gut geeignet sind, die hier Probleme haben. So, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wenn du den Duft probiert hast oder die Düfte, wie sie dir gefallen. Kommentiere mir das gerne nach unten. Und wir haben die Düfte jetzt auch bei uns im Shop. Da kannst du dann gleich mal vorbeischauen. Den Link packe ich dir in die Box und kannst dich mal durchlesen, einlesen in die Marke Maison Sybarit und vielleicht willst du den einen oder anderen Duft auch testen. Noch ein kleiner Teaser für das nächste Video. Das Oud-Düfte-Video, was ich gemacht hatte, das ist bisher super gut angekommen und deswegen dachte ich mir, ja, lass einfach mal noch ein Oud-Düfte-Video machen, aber diesmal habe ich euch super spannende Oud-Düfte mitgebracht und ich habe sie aufgeteilt nach Männer- und Frauen-Oud-Düfte und habe da wirklich auch Oud-Düfte mit reingenommen, die jetzt nicht so klassisch oudig riechen, sondern die auch möglicherweise frisch riechen oder auch grün oder auch blumig. Sei gespannt, das Video kommt auf jeden Fall die Tage noch raus. Ich wünsche dir einen schönen Abend, einen schönen Tag und bis bald. Ciao, dein Alex.